Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein ganz besonderes Brot, was meine Eigenkreation ist. Außen ist es total knusprig, wie ihr das jetzt gerade gehört habt, und innen drin richtig schön weich. Und zwar handelt es sich um ein Brioche-Brot, also eher Teig, was ich dann sozusagen umgewandelt habe in ein Krustenbrot. Und ihr werdet überrascht sein, wenn ihr es nachbacken solltet. Es ist erstens total einfach und zweitens schmeckt es wirklich richtig gut. Im ersten Schritt werden natürlich alle flüssigen Zutaten in die Knetmaschine hinzugefügt, plus das Ei und der Zucker und die Hefe. Und das Ganze wird so lange, also bei mir dreht sich ja die Schüssel, bis sich halt alles einigermaßen aufgelöst hat mit der Hefe. Dann kommt anschließend das Mehl hinzu. Und das Ganze wird dann nochmal gut verknetet, bis sich die Flüssigkeit mit dem Mehl gut gemischt hat. Alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung. Da kannst du dann alles nochmal genau nachlesen, falls du Lust bekommen solltest, das Rezept nachzubacken. So, wenn sich dann das Mehl mit der Flüssigkeit komplett zusammengemischt hat, kommt dann noch das Salz hinzu. Und ganz zum Schluss kommt dann zusätzlich noch die Butter hinzu, die dann immer ein wenig mit hinzufügen. Dann lässt sich das Ganze viel besser in der Maschine kneten, anstatt wenn man gleich komplett die Butter mit reintut, dann dauert es einfach viel länger. Dadurch immer, so wie ich das jetzt gerade mache, immer ein wenig, dann lässt sich das alles viel besser verkneten. So, nach etwa 10 bis 15 Minuten muss der Teig so eine Konsistenz haben. Dann brauchst du eine Tupperdose, eine große oder eine Schüssel, die du dann gut einölst. Alles auch überall schön verteilen. Der Teig klebt übrigens am Anfang ein wenig. Also er ist nicht super klebrig, aber ein wenig. Dann kommt der Teig in die Schüssel und wird dann einmal gedehnt und gefalten. Das ist ganz wichtig, damit du auch dasselbe Ergebnis bekommst, solltest du das auf jeden Fall machen. Das Ganze wird dann verschlossen und bleibt 30 Minuten in der Tupperdose. 30 Minuten später schaut der Teig dann so aus.
Und das Ganze wird dann nochmal wiederholt, gedehnt und gefalten. Also man macht das auch so lange, bis es gar nicht mehr geht. Also man merkt es auch. Dann nochmal in die Tupperdose und 30 Minuten später sieht das Ergebnis dann so aus. Dann wird das Ganze nochmal gedehnt und gefalten. Und wieder in die Tupperdose. Und bleibt wieder 30 Minuten in der Tupperdose. Dann brauchst du ein Gusseisen und schaltest den Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze an. Und danach kommt dann ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Und wenn du ein Gärkörbchen hast, kannst du das nehmen. Du könntest aber auch theoretisch gesehen so eine kleine Schüssel nehmen. So, dann wird der Teig auf die Arbeitsfläche gestürzt und wird dann nochmal auf die Art gedehnt, also gefalten, wie man es auch nennen mag, nochmal so eingeschlagen. Und kommt dann so in den Gärkorb. Also schön straff wirken. Und das Ganze bleibt dann 1 Stunde im Gärkorb mit einem Küchentuch abgedeckt. Nach der Stunde stürzt du am besten den Teig auf ein Backpapier. Das hat den Vorteil, also ich habe das mit Absicht gemacht, dann kann das auch viel besser, kannst du das in einen Gusseisentopf legen, ohne dich zu verbrennen. Ich mache es meistens ohne, aber so würde es auch gehen. Also Vorsichtsmaßnahme für, falls du Lust hast, das nachzubacken. Und so kommt es dann rein. Deckel wieder ganz schnell zu. Und den Topf rein. Und jetzt bleibt die Hitze ca. 10 Minuten bei 250 Grad. Nach den 10 Minuten stellt ihr die Hitze auf 220 Grad für jeweils 35 Minuten. Und dann ist das Ganze fertig. Und so hört sich das an, wenn es aus dem Backofen rauskommt. Ich persönlich, ich liebe es, wenn es so knistert. Sprich, ihr dürft das Brot aber nicht anschneiden, wenn es gerade frisch aus dem Backofen kommt. Es muss komplett abkühlen. Das ist jetzt die abgekühlte Version von dem Brot. Und macht es auf jeden Fall nach, falls ihr genauso gerne backen tut wie ich. Es ist wirklich empfehlenswert. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann vergiss mir nicht einen Daumen nach oben dazulassen. Und falls du jetzt neugierig geworden bist auf noch mehr Rezepte, dann gerne noch ein Abo. Dann bis zum nächsten Mal.